Hi, hi, ich bin Monday Morning und heute lernen wir wieder Deutsch mit dem Spiel A Little to the Left. Viel Spaß! Beim letzten Mal haben wir hier diese Münzen in einen Verlauf gebracht. Das Level ist jetzt fertig. Genau, wir haben jetzt Kapitel 3 zu 77% abgeschlossen und heute machen wir Kapitel 3 fertig. Hoffe ich. Und dementsprechend gehen wir gleich ins erste Level. Da war eine Diskette abgebildet. Das heißt, hier sind vielleicht aussortierte Gegenstände. Ältere Gegenstände. Hier sind ein paar Schuhe. Ich würde gerne die Schuhe mal in eine Box tun. Dann haben wir hier Gegenstände für den Garten. Die kommen sicherlich in eine Box. Es könnten jetzt Torwarthandschuhe sein oder Gartenhandschuhe. Da oben haben wir dann Bälle und hier unten Computersachen. So. So. Und so. Und da ist ein Puck. Ein Golfball. Ein Tennisball. Also eine Bowlingkugel, ein Fußball, ein Basketball, ein Baseball, ein Tennisball, ein Billardball, ein Puck und ein Golfball. Da ist ein Flipflop, ein Stiefel, 2 Turnschuhe, ein Hausschuh und ein Handy, eine CD, eine Diskette, eine VHS. Ja, VHS-Kassette und einige Kabel. Hier oben haben wir eine Gießkanne, wir haben Samen, eine Gartenschere, eine Schaufel, einen Blumentopf, einen Gartenhandschuh und so eine ich kenne sie nur als Grabgabel. Ja, und die sind alle in Umzugskartons eingeräumt. Aber es gab natürlich noch eine andere Lösung. Und ich kann mir vorstellen, dass wir sie nach Farbe sortieren müssen. Dann tun wir mal Rot da unten rein, Grau kommt da oben rein, Weiß kommt hier drüben rein. Das ist Grau, Rot, Weiß, Rot, 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 Weiß, Rot. Das kommt natürlich zu Weiß, das zu Grün. Das ist Schwarz-Weiß. Ebenfalls Schwarz-Weiß. Das hier ist Grau, das ist Grün. Und das ist auch alles grün. So. Beide Lösungen gefunden. Was finden wir beim nächsten? Ganz viele Kisten. Oh, die müssen wir sortieren. Die Pfeile passen zusammen. Kann ich noch mehr Pfeile zusammenpassen? Oh. Das sind wie diese Sortierspiele. Die immer mal wieder in der Werbung zu sehen sind. Diese Werbung, die für Spiele, die keiner spielt. So. Dann. Oh. So, so und so erstmal. Ah. Okay, ich muss die hier irgendwie da rausbekommen. Kann ich die Kartons hier irgendwie rüber bewegen?
dass ich den ganz an der Wand habe. Jetzt! Jetzt habe ich den da. Da gehört der hin. Der weiße Karton mit dem grünen Pfeil kommt hier hin. So. Welchen Pfeil brauche ich als nächstes? Diesen Pfeil. Der kommt hier hin. Dann brauche ich den weißen Pfeil hier. Dann muss ich irgendwie diesen Karton darüber bewegen. So, so und so. Jetzt passt das. Dann kann der weiße Karton hier hin. Der mit dem grünen Pfeil hier hin. Der rote Pfeil. Und der gelbe. Ich glaube, ich hätte es gar nicht rüber bewegen müssen. Da ist die Katze im Karton. Ich glaube, ich habe es mir komplizierter gemacht, als es sein hätte müssen. Aber naja. Es gibt noch eine zweite Lösung. Und ich habe eine Vermutung, dass das mit den Klebestreifen zusammenhängt. Wo fängt das Ganze an? So passen Klebestreifen zusammen. Die beiden passen auch zusammen. Aber der passt nicht zu dem hier. Der weiße Karton passt aber vielleicht da hin. In die Ecke. So. Aber vorher war es ein bisschen höher. Also vielleicht passt das hier. Ja, das passt. Dann brauche ich jetzt irgendwas, was hierhin passt. Passt das hier hin? Es könnte hinkommen. So. Würde der da drauf passen? Es sieht so aus, oder? Na da! So passt der da hin. Und dann passt da drauf der hier. Der wird dann eins weiterkommen. Aber zuerst brauchen wir noch etwas mit 2. Der hier hat nur 1. Hier muss definitiv noch irgendwas hin. Der könnte passen. Und der könnte dann da oben hin passen. Was passt dann hier hin? Der hier.
Hier haben wir ja noch eine Ecke. Ah. Der kommt natürlich hier hin. So. Und so. Und die Katze kommt wieder raus. Hallo Katze. Beide Lösungen gefunden. Die Klebestreifen sind auch noch sortiert. Oh nein, die Blume ist verwelkt. Kann ich dich wieder richten? Wenn ich dich aufrichte, blühst du einfach wieder. So leicht ist es normalerweise nicht. Oh, und ich kann die Vase putzen. Wenn ich mit dem Putztuch über die Vase reibe, dann wird sie wieder sauber. So. Hier oben den Rand, die Öffnung. Die muss ich auch noch sauber machen. Alles muss sauber werden. So. Tada! Hey, Katze! Du sollst sie nicht zum Verblühen bringen. Oh nein. Kapitel 4. Die Natur des Inneren. Und da fällt die Vase mit dem Wasser runter. Oh nein, jetzt ist die Vase kaputt gegangen. Och nö. Ich glaube, die müssen wir reparieren. Ah, hier sind mehr Teile. Das Teil kommt da oben rein. Ah, ich kann die Vase drehen. Dieses Teil kommt hier noch nicht rein. Nee. Nein. Das Teil kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das Stück kommt hier rein. Die Scherbe kommt hier rein. Die Scherbe kommt da oben rein. Die Scherbe gehört hier hin. Die Scherbe gehört hier hin. Diese Scherbe gehört hier unten rein. Und die letzte Scherbe kommt da oben rein. Jetzt müssen wir es nur noch fest zusammenkleben. Was finden wir im nächsten Level? Komm, ein Level machen wir noch. Oh. Wir haben hier einen Teppich. Und da oben ist es unter einem Glastisch. Hier liegt Zeitung. Ah, ich kann hier sauber machen. Ich glaube nicht, dass das so einfach geht mit den Fußspuren. Ah! Die Flecken sind alle weg. Nein, sind sie noch nicht. Die hier? Aber wie mache ich die hier unter dem Teppich weg? Ich will den Teppich verschieben. Die Zeitung kann ich nicht vom Teppich, vom Tisch entfernen. Ah, so kann ich den Teppich bewegen. An der Ecke muss ich ihn nehmen. So.
Jetzt sind alle Spuren entfernt. Hier auch? Wo ist mein Lumpen? Hier. Unter den Blättern sind weitere Fußspuren von der Katze. Hier. Da. Hier unten. Und hier. Nein! Die hat mir den Lumpen geklaut. Katze? Lass meinen Lumpen in Ruhe. Oh. Hey! Ich hab's geschafft. Alle Fußspuren sind entfernt. Aber das war's mit der heutigen Folge. Wir haben unsere Katze ein bisschen hinterher geputzt. Wir haben das 3. Kapitel abgeschlossen und sind jetzt im 4. Kapitel. Und wir schauen mal, was uns hier im Haus noch weiter erwartet. Welchen Dreck unsere Katze denn noch machen kann. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.